super fester Halt und Mordsglanz. Das geht? Das geht. Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Pomade-Review. Ich bin der Max vom Pomadeshop, ich bin in Ottobrunn in unserem Showroom. Und bevor ich anfange, möchte ich mich mal herzlich bedanken für eure netten Worte und die großen Komplimente für mein erstes Video. Hat mich echt gefreut. Super. Wenn ihr schon dabei seid, liked das Video, liked alle unsere Videos, abonniert uns, sagt allen euren Freunden, sagt allen, dass der Pomadeshop der geilste ist. Wir brauchen eure Unterstützung. Wäre klasse. So, jetzt fange ich mal an. Ich habe Mary's Extra Heavy. Ihr habt vielleicht gesehen, der Alex hat schon die Superior gereviewt. Ist ähnlich, allerdings nochmal eben, wie der Name schon sagt, eine deutliche Spur heftiger. Vom Cover her, das ist das typische Rot, die beiden Mary Dudes sind auch drauf. Ja, sie haben es ein bisschen X und sagen wir ein bisschen das Ganze markanter gemacht, um zu zeigen, was man damit alles anfangen kann. Machen wir es mal auf. Schön gelb, ihr seht, wird auch oft benutzt bei uns. Das typische Vaseline-Gelb. Vom Duft her kommt sie sehr an die Superior ran, allerdings ein bisschen parfümierter, leicht süßlicher, aber auch ein recht dezenter Duft, der dann mit der Zeit verfliegt wieder. Zum Rausnehmen, das ist, ja, das sieht man schon, deutlich anstrengender, zieht richtig schön Fäden. So, bevor ich mir die jetzt aber in die Haare schmiere, nehme ich zuerst noch einen Tonic. Ich nehme jetzt das Vaseline Hair Tonic, das ist nämlich geruchsneutral und damit überdeckt ihr nicht diesen dezenten Duft. Und, was heute auch noch besonders ist, ich werde Mary's Superlight drauf schmieren. Da gibt es ein Review, Link hier oder hier oder hier oder hier, vom Flo. Und zwar geht es ja darum, ich habe gesagt, super fester Halt und Mörderglanz. Und deshalb werde ich euch dann zeigen, wie ich das mache, wenn ich noch ein bisschen Glanztopic benutzen möchte. So, bevor ich jetzt anfange, wie gesagt, Hair Tonic. Ein bisschen was, braucht es nicht so viel. Ich habe noch ein bisschen Reste von gestern von der festen Pomade in den Haaren. So wie ja eigentlich immer und jeder. Und genau deshalb auch nochmal das Hair Tonic. Das Ganze ein bisschen geschmeidiger machen. Dann lassen sich die Haare später auch viel leichter durchkämmen. Was wichtig ist, wenn ihr das erste Mal so eine richtig feste Pomade hernehmt, besonders bei den eher klebrigeren, fangt sehr sparsam an mit der Pomade. Nehmt am Anfang auf keinen Fall zu viel. Arbeitet euch ran mit der Dosierung. Ich habe auch ein bisschen gebraucht, reinzukommen, wie viel ich brauche, und das ist echt, weil wenn ihr nämlich da steht und ihr merkt, ihr habt viel zu viel genommen, ihr bekommt keine Frisur mehr her und das Zeug aus den Haaren rauszubekommen, das macht keinen Spaß. Das macht wirklich keinen Spaß. Also nach dem Verreiben, ja, standardmäßig, man sieht es noch ganz leicht auf der Hand, die färbt allerdings nicht die Haare, wie manch andere Pomade. Es geht alles rückstandslos rein. Wie ihr es gewohnt seid, vorne, hinten, oben, unten. Ja. Gleich den nächsten Finger. Wie gesagt, ein bisschen vorsichtig am Anfang. Verreiben, man merkt auch jetzt wieder, richtig schön Fäden zieht's. Es ist echt erstaunlich, wie leicht und gut sie sich einarbeiten lässt, dafür, dass die am Ende doch so einen Mordshalt gibt. Was ihr beachten müsst, ist beim Kämmen, fangt nicht an wie die Wilden. Nehmt erstmal einen Kamm mit etwas gröberen Zinken, zieht's leicht durch und dann könnt ihr die feineren nehmen. So, ich habe jetzt meiner Meinung nach genug drin. Ich habe mich heute für den Uppercut Barbecue 3 Kamm entschieden. Wie gesagt, auf der einen Seite schön breite Zinken, die feinen fürs Finish, und das Geile ist, der ist so stabil. Wenn ihr nämlich feste Pomaden nehmt, das passiert mir regelmäßig, dass mein Kamm dann irgendwann so ausschaut, der durch das ganze Durchkämmen verbiegt er sich einfach gerne, wenn er so viel Widerstand hat am Kopf. Also jetzt, ihr seht auch, es geht ultra geschmeidig durch. Man sollte nicht meinen, was da am Ende bei rauskommt. Und ich kämme jetzt schon mal meine Haare durch, damit ich die Extra Heavy schon mal komplett verteilt habe. An Stellen, wo ich vielleicht nicht so ganz richtig hingekommen bin. Gut. Das passt soweit. Alles schön durchgekämmt. Die losen Haare sollten jetzt eigentlich alle raus sein. Jetzt gehen wir zur Superlight. Wie gesagt, Flo hat sie gereviewt. Oh, der Duft ist so geil. Und die kombinieren sich einfach perfekt, die Düfte. Die passen ultimativ gut zusammen. Ein Tipp von mir. Wenn ihr einen Glanztopper nehmt, ihr müsst bedenken, ihr habt nochmal deutlich mehr Gewicht auf dem Kopf. Sprich, ihr könnt eventuell nicht so sehr in die Höhe gehen, wie ihr es gewohnt seid. Und wenn ihr von der zu viel nehmt, dann hält euch selbst die Extra Heavy nicht mehr. Die wird euch mit der Zeit zerfallen. Weil durch die vielen Öle hier drinnen wird die Festigkeit von der Extra Heavy
Ich finde, das löst sich einfach so ein bisschen auf. Die wirken ein bisschen entgegen. Also deshalb nehmen wir erstmal kleineren Finger. Das ist dann auch, da kann man sich dann auch ein bisschen rantasten. Und gegebenenfalls, wenn man möchte und dann schon ein bisschen Erfahrung hat, sich eine noch weichere, auf die bereits fertig frisierte Frisur packen. Das bedarf tatsächlich aber ein bisschen Übung, ein bisschen Expertise dann. Aber das ist alles. Da kommt ihr rein. So, noch einen Zacken. Ihr seht es jetzt auch. Ich mache mal den Mohawk. Das hält, das hebt. Ich könnte quasi mir jetzt auch schön den Iro machen und der würde mir den Tag überhalten. Duften tut's herrlich. Nicht zu aufdringlich, das ist auch das Schöne. Wird auch nicht den ganzen Tag halten, aber ihr habt immer wieder mal so eine kleine Duftwolke um euch rum und das ist super cool. Wieder zum Kamm. Grobe Seite nochmal. Schön durchgehen, alles schön verteilen. So. Dann Afro-Kamm, so wie ich es immer mache. Schön hoch die Seiten. Dann schon mal grob die Richtung vorgeben. Dann den anderen. So. Ich merke, ich muss langsam wieder zum Friseur. Meine Seiten werden schon wieder zu lang. Das ist das Problem mit meinen lockigen Haaren. Ich kriege die irgendwann an der Seite einfach nicht mehr zusammen. Deshalb sollte die eigentlich alle regelmäßig zum Friseur gehen. Schön den Schnitt nachmachen lassen. Und ihr seht ja auch, meine Haare sind nicht mal ansatzweise so lang wie die vom Alex. Das würde aber auch nicht funktionieren, weil ich sonst nur Slickback tragen könnte. Denn sobald ich ein bisschen in die Höhe gehe, fangen die Spitzen an, sich überall hinzuwinden. Naja, fürs Erste würde ich sagen, annehmbar. Ihr seht, ich bin jetzt schon nicht so ganz in die Höhe gekommen, weil es einfach doch ein ganz schönes Gewicht jetzt, sage ich mal, auf den Haaren ist. Aber man merkt es nicht. Also es fühlt sich jetzt nicht so an, als hätte ich irgendwie eine Tonne Schmiere in den Haaren oder so. Ganz normal. Und ihr seht, das hält euch und der Glanz ist schon lässig. Ich werde es nicht schaffen, so auszuschauen wie der Flo. Aber ihr seht, da ist so viel Glanz drin und der hält die auch den ganzen Tag. Nachkämmen ist easy, das ist alles überhaupt kein Problem. Ich bin sauzufrieden damit und ich liebe einfach den Duft, das ist so cool. Das macht einfach Spaß. So, dann bedanke ich mich. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.